Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns heute auf dem Server W60 und werden hier heute ein bisschen in die Dungeons reingehen. Leider ist die Folge nachsynchronisiert, wie ihr vielleicht gleich erkennen werdet. Ich hatte vergessen, in der Aufnahme ohne Sound aufzunehmen und ja, deswegen muss ich das Ganze hier nochmal nachkommentieren. Ich hoffe aber, das sollte trotzdem kein Problem darstellen und werde einfach versuchen, das Ganze nochmal so zu kommentieren, wie ich es auch im Video kommentiert hatte. Deswegen wünsche ich euch dabei viel Spaß. Trotz dessen, ja. Wie gesagt, wir sind hier heute auf W60. Wir haben hier jetzt mittlerweile Tag 42 von 200, immer noch mit der Challenge. In 200 Tagen Stufe 400 erreichen, ansonsten kommt der Bart ab, ja. Und ich habe jetzt gerade hier ein bisschen das Sammelalbum aufgeschlagen im Legendary-Bereich und habe dort nochmal darauf hingewiesen, dass ich leider nicht die Waffe gezogen habe zum legendären Dungeon und uns damit komplette 4 Items fehlen und somit halt auch eine riesen Prozentzahl auf die Chance, legendäre Steine aus der Mine zu bekommen, weil wir die ja halt umwandeln können. Unsere Waffe, die wir bekommen, in die 3 anderen Sachen, die wir nicht bekommen können, ne, weil wir ja kein Krieger sind oder kein Kundschafter oder so. Deswegen kann man die halt umwandeln durch das Aussehen und dadurch halt mehr Prozente erlangen. So bekommt man ja die ganzen Sachen. Und gezeigt habe ich das deswegen, weil wir es gerade Fest der Festung-Event haben und ich ein paar Steine versucht habe zu gewinnen aus der Mine, ein paar legendäre Steine. Und meine Chance ist halt eben noch nicht so hoch, weil das halt der allererste legendäre Dungeon ist auf W60 und halt wir eben noch nicht die Waffe bekommen haben und deswegen haben wir noch nicht so eine hohe Fundchance auf eben diese Steine. Ja, des Weiteren spiele ich hier immer noch ohne Arena Manager auf den Server, also der AM bringt mir hier keinerlei Prozente im Bereich Erfahrung oder Gold halt eben, was mich auch weiter vorantreibt, was natürlich auch wichtig ist für die Challenge, aber das ist nochmal eine Zusatz-Challenge für mich, sag ich mal so. Und ja, ich habe jetzt schon ein bisschen Glück gehabt, habe jetzt ein paar mal reingeskippt, war gar nicht so teuer gewesen und habe 3 legendäre Steine bekommen. Der Rest sind immer noch schwarze Edelsteine, aber es ist wirklich gar nicht so einfach, diese dann halt auch wirklich zu kriegen, weil wir halt eben dementsprechend noch nicht die hohen Chancen haben. Ich habe hier nebenbei noch so ein bisschen mal mit den neuen legendären Steinen die Liste auf von SF-Tools und habe mir mal die Chancen berechnet und bin so durchgegangen, aha, diese Gegner könnten fallen oder könnten eventuell nicht fallen, denn alleine durch die neuen Steinchen, die wir bekommen haben, ist die Chance schon so extrem krass, dass wir halt eben extreme Chancen schon haben, uns im Level nach vorne zu pushen. Und alleine in meiner Waffe ist jetzt ein 400er Leggy-Stein drin, also 400 auf Int, 400 auf Ausdauer. Da war vorher, glaube ich, 120 oder so, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr ganz genau drin. Und alleine das bringt mir schon einen extremen Boost. Und der Austausch von den schwarzen zu den Leggy-Steinen von 2 anderen Items noch, hat mir halt noch einen zusätzlichen Stärke-Boost verpasst, sodass ich gesagt hatte, ey, prozentual sehen die Dungeons jetzt hier wieder so gut aus. Ihr seht das ja bereits, ne? Wir arbeiten uns jetzt so ein Stück für Stück durch in der Liste. Sehen die so gut aus prozentual, dass man die durchaus tryen könnte und daraus eventuell ein kleines Dungeon-Clop-Video machen kann, denn das ist, ja, sag ich mal so, der Hauptcontent hier auf W60, durch die Dungeons relativ schnell nach vorne zu pushen, weil das ist eben so in diesem Levelbereich so, ne, und da versucht man halt alles, um mögliche Damage-Spikes mitzunehmen, um halt wieder neue Gegner zu klatschen, um halt sich wieder zu verbessern, im Level voranzuschreiten und sich dann wieder neu zu equippen. Ihr kennt das ganze Prozedere ja mittlerweile. Habe aber gemerkt, früher oder später nachher in der Folge, dass wir dann doch nachher langsam in Richtung 300 gehen und eventuell bald an einer Stufe ankommen, wo es gar nicht mehr so einfach wird, nochmal so einen krassen Damage-Boost zu bekommen. Ich glaube, das wird nochmal einmal passieren. Wir hatten jetzt nochmal einen krassen Damage-Spike durch den Legendary Dungeon
und das dementsprechende Equipment, was wir dort bekommen haben. Dadurch konnten wir nochmal sehr gut Dungeons legen auf dem Server hier. Jetzt wird der nächste Damage Spike halt durch die legendären Steine nochmal kommen, wenn ich es schaffen sollte, mich an diesem Wochenende nochmal komplett Orange Gem mäßig, hier 270 übrigens, mich zu equippen. Ob das klappt, weiß ich nicht, weil die Steinskips sind schon recht teuer auf Stufe 10er Mine. So, da haben wir den nächsten besiegt und jetzt versuchen wir hier den Yeti als nächstes zu klatschen. Wir haben es fest der Festung, deswegen ich werde es auf jeden Fall versuchen. Ich werde da mein Bestes geben, um da halt die Steinchen zu bekommen. Wenn wir uns komplett equippen können, der nächste, der fiel jetzt auch sehr, sehr leicht, dann werden wir definitiv nochmal mehr Chancen haben. Und wir haben auch, wie ihr vielleicht in der Liste gesehen habt, wir haben auch sehr gute Chancen im Märchenturm gehabt. Den werde ich in der Folge gar nicht, also fast gar nicht, beziehungsweise ganz am Ende tryen. Was sich nochmal rausgestellt hat, was ein kleiner Fehler gewesen ist. Wir hätten die Easy-Etagen hätten wir zum Anfang mitnehmen können, weil dahinter hat sich noch eine schöne Waffe verborgen, die wir zum Anfang der Dungeon Tries hier hätten nehmen können. Kann man aber nicht wissen. Aber ich wollte hauptsächlich erstmal im Level vorankommen und noch ein paar Etagen bzw. ein paar Level aufsteigen das Wochenende noch, weil ich halt eben vorhabe, mit höherer Stufe auch bessere Edelsteine zu bekommen und halt eben davon das Wochenende halt optimal profitieren zu können, um halt eben möglichst stark mit möglichst starken Gems hier auch aus der ganzen Sache rauszugehen. Ja, hier streichen wir den nächsten durch, da haben wir den Yeti und sogar noch einen Gegner danach besiegt. Jetzt gucken wir gleich nochmal in die Lichtwelt rein. Bevor wir zu den Etagen bzw. Dungeons da oben gehen, versuchen wir Moto mit dem Knüppel zu besiegen, weil im 13. Stock, das ist ein Gegner, der bringt 300 Mille an Erfahrung und ist damit auf jeden Fall einer der Dungeons, die am meisten XP auch bringen so. Und ihr habt es ja gesehen, wir haben jetzt hier 272 erreicht und jetzt sind wir hier beim legendären Jan der Hämmerer. Ja, da kommen wir aber erstmal so schnell noch nicht vorbei. Lasse ich auch relativ zeitig sein, merke ich, da bin ich noch nicht so weit für und deswegen widmen wir uns da erstmal noch den anderen Gegnern, die noch eventuell ein bisschen leichter sind. Und zwar hier einmal bei den nordischen Göttern und dann oben beim Olymp die singenden Sirenen. Da gehe ich aber ein bisschen verhaltener ran an die Sache, weil ich weiß, das sind Gegner, die kann man tryen, die kann man schaffen, die besiegt man relativ easy. Allerdings geben die einen nicht so sehr viel Erfahrung. Also ist jetzt nicht so worth, aber früher oder später müssen die ja auch mal gemacht werden. So, ne? Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, nehmen wir mit die Folge auf jeden Fall. Und werde die auch beide noch besiegen können. Die Prozente sahen ja relativ gut aus. Die Sirenen haben wir jetzt geschafft, können wir gleich den nächsten abstreichen. Ist immer ein sehr gutes Gefühl, muss ich sagen, wenn man so nach der Liste geht und dann so Schritt für Schritt immer sich so die vorgenommenen Gegner, die man die Folge schaffen möchte, dann auch durchstreichen kann tatsächlich. Das fühlt sich sehr gut an. Und da haben wir auch hier schon den nordischen Göttern und werden jetzt noch versuchen, den sprechenden Hut noch zu klatschen, den wortgewandten Hut hier, sorry. Und haben das auch relativ easy hinbekommen. Zu einfach sogar, dass ich nochmal versucht habe, den nächsten hier zu besiegen. Und nachdem wir in der Lichtwelt fertig sind und in der Schattenwelt auch nochmal einen Blick reingeworfen haben und uns dem Märchenturm widmen, da haben wir sogar den Argus hier auch noch geschafft. Also wir haben mehr als auf jeden Fall ich mir vorgenommen hatte, diese Folge geklatscht. Das war eine richtige Dungeon-Klatsch-Folge auf jeden Fall. Nachdem wir das halt geschafft haben und soweit fertig sind mit den Dungeons, wollte ich nochmal einen Blick in den Wirbelwind riskieren, hatte dann dort aber gemerkt, oh, irgendwas stimmt ja mit der Aufnahme nicht. Ich hatte dann so rechts auf mein Fenster geschaut gehabt und habe gemerkt, ach, scheiße. So, und dann sitzt du hier so vor deinem PC mit deinem Talent und weißt halt, okay, die 10 Minuten, die waren halt jetzt komplett wasted kommentiert, musste halt eben in den sauren Apfel beißen und das Ganze auch nochmal nachkommentieren, weil das wäre halt zu schade, um euch das eben nicht zu zeigen, hier den Fortschritt auf W60, ne? Und man kann sich ein bisschen besser halt auf das Commentary hier konzentrieren nebenbei. Ja, Verzauberung raufgemacht auf den Bertram und damit geht es nochmal rein hier.
werden versuchen hier den Osterhasen, der nicht der Osterhase ist, wie vielleicht der aufmerksame Zuschauer von euch mitbekommen hat, ja, versuchen zu klatschen, beziehungsweise haben wir jetzt schon geklatscht. Und hier merke ich halt jetzt relativ schnell, gut, da kommt man zwar weiter vielleicht mit vielen Tries, aber ist jetzt für mich jetzt momentan gerade nicht mein Hauptaugenmerk, weil ich halt schon möchte, an diesem Wochenende ein paar Level zu pushen, um halt eben möglichst gute Steine auch aus der Mine zu finden. Und da gucken wir dann lieber nochmal hier in die Schattenwelt rein und schauen, ob wir hier den noch besiegen können und uns noch ein Level mit abgrabbeln können und schaffen das sogar relativ easy noch auf 273, ganz cool auf jeden Fall, von 69 auf 73 haben wir es geschafft. Hat mich sehr gefreut, war eine erfolgreiche Episode auf jeden Fall für mich. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall auch gerne ein Like da. Ja, wir werden mal schauen, ob wir von W60 nochmal ein Video machen, wenn ich mich neu equipped habe, beziehungsweise wenn ich neue Steine gefunden habe. Ob das klappt oder nicht, kann ich euch nicht versprechen. Ja, da muss ein bisschen das Glück auf meiner Seite sein. Falls es nicht klappt, werdet ihr das nie sehen. Ansonsten habe ich jetzt noch versucht, in Wirbelwind reinzuschauen und habe gemerkt, fuck, Aufnahme klappt nicht und deswegen habe ich das an der Stelle auch abgebrochen. Und damit beende ich auch das Video für heute. Das soll soweit gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.